Heute gibt es den zweiten Teil von meinem Korea-Haul und zwar zeige ich euch meine Beauty-Einkäufe, die ich dort gekauft habe. Und ich habe mal geguckt, ob man die Produkte überhaupt dann auch in Deutschland bekommen kann und tatsächlich fast alle Produkte, die ich euch zeigen werde, ich glaube bis auf 4 Ausnahmen, kann man auch nach Deutschland bestellen. Aber bevor ich mit dem Beauty-Haul beginne, würde ich euch noch gerne ein paar andere Sachen zeigen. Und zwar haben Lisi und ich diese Woche unsere Schmuckkollektion gelauncht und nicht alle von euch lesen ja den Blog und deswegen wollte ich hier auf jeden Fall nochmal darauf aufmerksam machen, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Und zwar haben wir 3 Schmuckstücke designt, und zwar 2 Paar Ohrringe und einen Ring. Und eins der Ohrringe trage ich heute auch. Das sind hier diese goldenen Ohrstecker. Also ich trage sie in Gold, die gibt es aber auch alle in Silber und Roségold. Und Roségold und Gold ist 18 Karat plattiert. Und ja, das ist das eine Paar Ohrringe. Und das zweite Paar sind so Hoops. Und als drittes Schmuckstück haben wir einen Ring, weil Ringe tragen wir auch sehr, sehr gerne. Hier trage ich den am Mittelfinger. Und ja, der geht auch mit dem Thema flüssiges Gold einher. Also diese Unregelmäßigkeit sieht man an dem dann auch. Und an dem finde ich besonders schön, dass man den ganz gut zu anderen Ringen kombinieren kann. Aber man kann auch beispielsweise mehrere von dem gleichen Ring tragen und dann übereinander stacken und dann so einfach nochmal ein bisschen Varietät reinmachen. Ja, auf jeden Fall sind wir sehr, sehr happy mit den Stücken, wie die geworden sind. Und das Ganze haben wir in Zusammenarbeit mit CNET gemacht. Also dort werden dann auch die Teile zu kaufen sein. Und ja, alle wichtigen Links werde ich euch in der Infobox verlinken. Und ja, damit war es dann auch schon mit meiner mini kleinen Ankündigung. Und dann mache ich auch gleich weiter mit dem Haul. Wie ich im letzten Haul-Video erwähnt habe, ist Korea ja echt so das Beauty-Maker schlechthin. Also da kann man wirklich total ausrasten, was Beauty angeht. Und ich habe auch echt so einige Produkte mit nach Hause genommen. Und damit das Ganze so eine halbwegs sinnvolle Struktur hat, werde ich euch die ganzen Produkte in der 10-Step Korean Beauty Routinen-Reihenfolge zeigen. Der erste Schritt ist ein Cleansing, also ein Oil-Based Cleanser. Und da habe ich mich für die Marke Claire's entschieden, für das Gentle Black Deep Cleansing Oil. Und dieses Reinigungsöl ist auch einer der Bestseller von Claire's. Und viele der Produkte, die ich euch zeigen werde, sind generell Bestseller. Ja, und davon waren die Reviews wirklich sehr, sehr gut. Deswegen bin ich besonders gespannt, wie dieses Öl ist. Und generell reinige ich mein Gesicht sehr, sehr gerne mit Öl. Also vor allem abends, weil ich finde, dass damit das Make-up und der ganze Dreck vom Tag am besten runterkommt. Ja, also das ist das erste Produkt. Der zweite Step bei der Korean Beauty Routine ist ein Water-Based Cleanser und da habe ich mich für eine von Skinfood entschieden, das Egg White Perfect Pore Cleansing Foam. Also ja, Eiweiß soll da drin sein und Eiweiß ist generell ein ziemliches Trend Ingredient in Korea. Also das hat man bei vielen, vielen Produkten gesehen. Und das ist eben auch ein Bestseller von Skinfood. Das wurde uns vor Ort auch empfohlen. Und das habe ich, seit ich zurück bin, auch schon benutzt. Und zwar benutze ich das am liebsten unter der Dusche, weil ich finde, da ist so ein schäumender Cleanser einfach am praktischsten. Und dieser schäumt wirklich sehr, sehr doll. Man hat echt das Gefühl, als ob man so geschlagenes Eiweiß im Gesicht hat. Und damit wird die Haut wirklich sehr squeaky clean. Also man hat echt das Gefühl, da ist wirklich dann alles aus den Poren gezogen und man ist so richtig sauber. Deswegen würde ich den aber auch nicht jeden Tag benutzen, weil ich glaube, das könnte dann doch irgendwie ein bisschen austrocknend wirken und man soll es ja nicht ganz so übertreiben mit der Reinigung. Aber so für Tage, wenn man sich besonders schmutzig oder so fühlt, dann ist dieser, glaube ich, echt eine gute Wahl. Der dritte Schritt ist ein Exfoliator und da habe ich mich für dieses Produkt entschieden. Das ist von Neogen, das ist eine Marke von Olaf Young und Olaf Young ist ja wieder DM in Seoul. Und das sind so Peeling Pads, also so in Produkt getränkte Wattepads. Und das basiert auf Traubenextrakt, also ähnlich wie Caudalie, da basieren ja auch alle Produkte auf Traubenextrakt und das hier eben auch und das soll ganz sanft ja, exfolierend wirken, also so ein sanftes Peeling. Ja, und das ist eben ein Peeling in Wattepad-Form. Habe ich auch so noch nie probiert, aber sieht man jetzt auch mittlerweile immer häufiger und das ist eben so vorgetränkt, finde ich ganz cool und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das so ist. Dann habe ich aber noch einen zweiten Exfoliator mitgenommen und zwar von der Marke CosRX, das AHA 7 Whitehead Power Liquid und das wurde auch ziemlich gut bewertet im Internet und deswegen habe ich das auch mitgenommen und ich glaube, das ist geht so in Richtung Alpha Age Liquid Gold, also so ein auf Glykolsäure und Fruchtsäure basiertes Peeling und hier sind eben 7% AHA drinne. Und ja, der Schritt Exfoliator, also der dritte Step von der Routine, soll man ja
so 1- bis 2-mal die Woche anwenden, also jetzt nicht jeden Tag. Ja, ich glaube, ich werde dieses Produkt demnächst mal anfangen zu benutzen, weil ich habe momentan so voll schlimme Breakouts bekommen, gerade so am Hals. Das sieht die jetzt gerade nicht, weil ich klugerweise einen Rollkragen anhabe, aber ich habe vor ein paar Monaten die Pille abgesetzt und deswegen ist momentan gerade so mega Hormonal Breakout und alles spielt verrückt und eben dann auch meine Haut, was ziemlich nervig ist und ein bisschen überfordernd, wenn man eigentlich die ganze Zeit reine Haut hat und dann plötzlich so wieder back to Teenage Years, irgendwie mega die großen Dinger. Ja, aber ich glaube, dass das mir dabei helfen wird, das so ein bisschen zu bekämpfen und ich werde dann auf jeden Fall berichten. Schritt 4, das ist Toner. Und da habe ich 2 Toner. Einmal hier von Skinfood, der Black Sugar Perfect First Serum Toner. Also da steht zwar Serum drauf, aber ich meine, dass es eigentlich ein Toner ist. Der kommt nämlich auch mit Wattepads daher und die Wattepads sind auch mega cool. Also es sind so mehr oder weniger typische koreanische Wattpads. Die sind nämlich meistens so quadratisch und nicht rund und haben dann auch so 2 Seiten. Eine, die ein bisschen rauer ist und so ein bisschen exfolierend wirkt und eine, die eben ein bisschen softer ist. Finde ich mega, mega cool. Und ja, das ist der Toner dazu. Black Sugar und so koreanischen Reiswein. Fand ich auch sehr, sehr interessant und das ist auch einer der Bestseller von Skinfood. Wurde uns sehr, sehr ans Herz gelegt. Also, ja, mal schauen, wie das so ist. Ich glaube, was waren so die Hauptbenefits? Eigentlich sind die auch ziemlich ähnlich. Also meistens ist es wirklich Feuchtigkeitsspenden und Brightening. Das war auch so ein bisschen mein Go-To-Schema. Ja, ich werde auf jeden Fall berichten, wenn eins der Produkte so mega groundbreaking ist. Und entschuldigt die ganzen Anglizismen, aber manchmal fallen einem einfach nicht die deutschen Wörter dafür ein. Ja, so viel zum ersten Toner. So, und der zweite Toner sieht so aus. Das ist wieder von der Marke Neogen. Und das ist ein Rosewater Toner. Und hier fand ich einfach besonders schön diese Rosenblüten, die hier auch in der Flasche enthalten sind. Finde ich sehr, sehr cool. Zu diesem Toner würde ich greifen, wenn ich dann einen haben möchte, der so ein bisschen mehr Feuchtigkeit spendend ist und sanft und eher so ein bisschen beruhigend. Und ja, mal schauen. Schritt Nummer 5 ist die Essenz und das ist auch so ein richtiges koreanisches Ding. Also Essenz ist so ein Zwischending von Toner und Serum. Und da habe ich zum einen hier eine Essenz von Misha und hier sieht man auch, das ist halt echt ähnlich wie ein Toner, ist aber eine Essenz. Das ist die The First Treatment Essence von Misha, Intensive Moist. Und hier drin ist gegorene Hefe. Mal sehen, wie das so ist. Bin sehr gespannt. Ist auch ein sehr, sehr gehyptes Produkt, um das wir nicht herumkamen. Dann habe ich eine zweite Essenz und zwar ist das von der Marke Benton. Das ist die Snail Bee High Content Essenz. Und generell ist mir bei der Marke Benton aufgefallen, dass wenn man auf die Inhaltsstoffe geguckt hat, dann hat man eigentlich überwiegend alle verstanden. Also sie wirken sehr naturnah und nicht ganz so chemielastig, wie das bei vielen anderen koreanischen Produkten ist. Also hier ist an erster Stelle Schneckensekret, je nachdem wie das jedenfalls ist. An zweiter Stelle Aloe Vera und gefolgt von Bienenextrakt, nee, nicht Bienenextrakt, Bienengift und dann ganz viele Extrakte. Seren, Treatments oder Ampullen, also Produkte, die auf ein bestimmtes Problem gezielt wirken sollen. Und da habe ich ein Serum von Claire's mitgenommen, das Freshly Juiced Vitamin Drop mit Vitamin C. Ich habe es hier noch so in der Verpackung, weil man Vitamin C am besten vor Licht und Sonne schützen soll. Es kommt aber hier in so einer durchsichtigen Flasche daher und mit Pipette. Und Vitamin C ist auch so mega das Hype-Produkt momentan, also auch in Deutschland. Also viele, viele neue Produkte mit Vitamin C sind gerade auf dem Markt. Und Vitamin C soll die Kollagenproduktion anregen und allgemein die Textur der Haut verbessern und einfach für einen schönen Glow auf der Haut sorgen. Da passt die Verpackung mit diesem schönen Schimmer eigentlich auch ganz gut. Und ja, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gehypt im Internet. Also ich wiederhole mich irgendwie, aber da gibt es auch etliche Reviews, die darauf schwören und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt. Schritt Nummer 7 sind Sheet Masks und da habe ich 2, die ich euch zeigen möchte. Einmal von Benton das Snail Bee High Content Mask Pack. Das ist auch wieder sehr stellvertretend für einen großen Trend in Korea und zwar Schneckensekret und Bienengift. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier wirken soll. Ich glaube, hauptsächlich sind die Benefits Feuchtigkeit und Brightening.
Und ja, mal schauen, wie das so ist. Und die zweite Sheet Mask sieht so aus und da hat mich eigentlich die Verpackung zum Kauf bewegt, weil ich die Illustration darauf sehr, sehr süß finde. Unten steht auch Don't Worry, weil das ist eine Healing-Maske, also sehr beruhigend und feuchtigkeitsspendend und ja, kann auf jeden Fall nicht schaden, bin sehr gespannt. Und dann habe ich noch eine große Packung Augenpads mitgenommen. Das ist jetzt von Misha. Und Augenpads benutze ich sehr, sehr gerne, besonders beim Fliegen. Also das ist dann auch eine Maske, die jetzt nicht ganz so auffällt. Das heißt, wenn einen doch jemand sieht, ist es jetzt nicht ganz so gruselig. Und ja, man kriegt wirklich, also im letzten Flug habe ich das besonders gemerkt, dass ich da wirklich sehr schnell geschwollene Augen kriege. Und ja, deswegen sind die auf jeden Fall ganz schnell in meinen Einkaufskorb gelandet, als ich die gesehen habe. So, dann habe ich hier noch so ein Teil und auch hier wieder hat mich die Verpackung zum Kauf angeregt und das ist von Tony Moly. Die Marke hat generell so ganz süße, verspielte Verpackungen und das ist eine feuchtigkeitsspendende Maske. Ampulmask steht da auch drauf. Also ja, ich fand einfach die Verpackung mega witzig und ja, eine feuchtigkeitsspendende Maske, die einfach so einen Feuchtigkeitsboost macht, kann auf jeden Fall nicht schaden. Die nächsten Masken sind eigentlich so meine Highlights und leider kann man sie noch nicht in Deutschland kaufen. Also ich will nichts Falsches erzählen, aber ich meine, dass uns gesagt wurde, dass es die im nächsten Jahr in Deutschland geben wird. Das sind die Shake-and-Shot-Masken von Dr. Jart und der Name ist hier echt Programm, weil die in so einer Shake-Form kommen. Und ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wie wendet man das an? Also es ist halt eigentlich nur die Verpackung, weil hier drin ist dann das Produkt und das mischt man dann einfach hier in den Behälter zusammen und trägt es dann auf dem Gesicht auf und zieht das Ganze dann wieder ab. Aber ich finde die Verpackung echt so genial. Bin echt mega geflasht. Und ja, da gibt es 4 verschiedene Varianten. Ich habe einmal den Hydro Shot und einmal den Luminous Shot genommen. Also einmal Feuchtigkeitsspenden und einmal Brightening. Ja, bin sehr, sehr gespannt, wie das so wirkt. Im Schritt Nummer 8 kommt die Augencreme. Da habe ich aber tatsächlich keine Augencreme mitgenommen, weil ich habe ehrlich gesagt noch sehr, sehr viele Augencremen zu Hause und habe deswegen keine neue gekauft. Und Schritt Nummer 9 ist die Creme, also Moisturizer oder Night Cream, je nachdem. So, und dann habe ich einmal von Claire's die Midnight Blue Calming Cream und wie der Name sagt, ist die Creme auch tatsächlich blau und die Creme wirkt sehr beruhigend und ist auch eine relativ dicke Creme und die soll auch sehr gut als After-Sun-Treatment geeignet sein, also wenn man halt an dem Tag sehr doll der Sonne ausgesetzt war und die Haut noch so ein bisschen gestresst und gereizt davon ist das Produkt denke ich, ganz gut. Und dieses Produkt beinhaltet Tigergrass oder Tigergras. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man das im Deutschen auch so sagt. Jedenfalls antioxidativ, antibakteriell und ja so heilend, wundheilend wirkt. Deswegen auch sehr, sehr beruhigend. Und Tigergrass ist auch in meinem nächsten Produkt enthalten. Und zwar von Dr. Jart aus der Cica Pair-Reihe die Recover Creme. Ich glaube, im Englischen heißt das Produkt anders. Ich glaube, es heißt Tigergrass Color Correcting Treatment, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das Produkt beinhaltet eben auch Tigergrass und hat dann ebenso die Benefits davon. Und diese Creme kommt aber so grünlich daher und soll eben gegen Rötungen vorgehen. Und die ist auch sehr, sehr dick. Also ich finde, die eignet sich sehr gut für die kommende Winterzeit, weil die einfach so eine richtig schöne Schutzschicht auf der Haut bildet. Und ja, sehr, sehr angenehm und beruhigend. Habe sie auf jeden Fall schon benutzt und ich finde den Geruch auch super angenehm. Also es ist so ein bisschen leicht medizinisch. Und die grüne Farbe ist auch wirklich sehr gut. Also ja, so Rötungen werden dadurch gemildert und das Hautbild ist auch so allgemein so ein bisschen ausgeglichener. Deswegen kann man das auch gerne mal alleine tragen, wenn man einen wirklich guten Tag hat. Aber auch unter Make-up funktioniert die Creme auch sehr gut. Ja. So, dann habe ich noch eine Sleeping Mask und zwar habe ich von Laneige die Water Sleeping Mask in der Lavendel-Version, deswegen auch diese schöne lilane Verpackung. Normalerweise kommt sie nämlich in so einer blauen Verpackung daher, davon habe ich so einen kleinen Tester. Ja, die Water Sleeping Mask habe ich schon einmal benutzt, ist eine sehr, sehr schöne, angenehme Maske für die Nacht, weil die Haut da wirklich sehr, sehr schön weich wirkt und ja, sehr, sehr schön geschmeidig. Und ich finde es auch nicht zu fettig oder so. Also ich finde, die zieht relativ gut ein und bleibt dann noch so ein bisschen auf der Haut. Also wirklich sehr gut als Sleeping-Maske, weil sonst der Gedanke an ja, so Sleeping Mask fand ich irgendwie nicht so gut, weil man schmiert das ja eigentlich so irgendwie ins Kissen. Nee, aber die Sleeping Mask fand ich beim ersten Mal auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und jetzt so als Lavendel-Variante finde ich das nochmal extra gut, weil das eben nochmal extra beruhigend wirkt.
einfach wegen dem Lavendelgeruch. Ja, sehr, sehr cool. Der letzte Schritt bei der 10-Step Korean Beauty Routine ist die Sonnenpflege. Ich habe aber keine Sonnenpflege gekauft, deswegen fällt dieser Schritt wieder weg bei mir. Ich habe aber noch so ein paar Produkte, die ich euch zeigen möchte, die jetzt nicht in diese 10 Steps reingepasst haben. Und zwar habe ich hier von Skin Food diese süße Avocado. Und zwar beinhaltet das hier ein Lippenpeeling und hier auch ganz passend in dieser braunen Farbe. Also das ist ein Lippenpeeling mit Zuckerkristallen. Also die Zuckerkristalle machen dann einfach die Arbeit und der Geruch ist auch sehr, sehr angenehm. Ja, einfach ein super süßes Produkt, was sehr, sehr Spaß macht zu benutzen. Und wenn das Produkt dann aufgebraucht ist, dann würde ich das einfach ja, entweder mit einer anderen Lippenpflege oder vielleicht eine Creme für unterwegs auffüllen. Also die Verpackung kann man einfach wiederverwenden. Das ist einfach zu süß, um sie dann wegzuschmeißen. So, dann habe ich noch ein Facial Mist. Also ihr wisst, wie verrückt ich nach Gesichtssprays bin. Und das hier ist von Benton, das Honest Tea Tea Mist. Also es beinhaltet Tea Tree Water und das ist auch hier an erster Stelle. Ich finde die Verpackung auch mal ganz interessant für so ein Gesichtsspray. Und ist deswegen auch sehr, sehr gut für unterwegs oder auch für Flüge geeignet, weil es dann halt auch sehr gut in diese kleine durchsichtige Tasche passt. Ja. Dann habe ich hier so kleine Schwämmchen, weil ich die einfach zu süß fand, um sie nicht mitzunehmen. Also so ganz kleine Naturschwämme, die ich dann wahrscheinlich für den Reinigungsstep benutzen werde, wenn ich einen Cleansing Balm oder ein Cleansing Oil benutze. Ja, einfach super süß. So, und dann habe ich hier die einzigen Make-up-Produkte, die ich dort gekauft habe. Ich habe nämlich nur 2 Lippenstifte gekauft und sonst nichts an dekorativer Kosmetik. Und diesen einen Lippenstift, den habt ihr im Favoritenvideo bei Daisy sehen können, also an Daisy. Den hat sie nämlich dort im Video getragen. Und ja, das ist so ein bräunliches Peachy Nude, was ein bisschen mehr in die rötlichere Richtung geht, aber wirklich so einen peachigen Einschlag hat. Und dann habe ich noch eine zweite Farbe gekauft und das ist eher so ein backsteinfarbenes Rot, so ein Rostrot. Und das sind Liquid Lip Colors, also so matte Lipglosse, die ja, langanhaltend sind, also so sehr matt auf der Haut sind, aber noch relativ angenehm, also jetzt nicht ganz so krass austrocknend. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr cool, also die Verpackung ist auch cool. Ach ja, die Marke ist 3CE, ich habe es ja nicht so mit TH im Englischen, 3CE Liquid Lip Color in der Farbe, also das Peachige ist Make Sense und der Rostton ist in der Farbe Obsessed. Ja. So, und damit sind wir auch endlich durch mit diesem Haul. Ich habe das Gefühl, ich habe euch echt 1 Million Produkte gezeigt und mein Mund ist schon ganz fusselig vom ganzen Rumreden. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, es war interessant für euch. Wie gesagt, viele der Produkte, also fast alle, sind auch wirklich in Deutschland erhältlich, also kann man nach Deutschland bestellen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.